Hallo und ein herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal Crazy Dog Gaming. Heute möchte ich euch über das abgebrochene Projekt von Piranha Bytes, nämlich Gothic Sequel, erzählen. Nach einer Zeit ist mir aufgefallen, sehr viele Gothic-Spieler kennen gar nicht dieses abgebrochene Projekt und deswegen mache ich heute dieses Video, damit ich euch dieses abgebrochene Projekt zeigen kann. Erstens, was bedeutet Sequel? Was bedeutet eigentlich Sequel? Sequel heißt in der deutschen Übersetzung Folge und das soll einfach heißen, das was bei Gothic 1 passiert ist, das soll dann bei Gothic Sequel die Folge danach sein. Zweitens, das abgebrochene Projekt. Nach der Veröffentlichung von Gothic 1 hatte sich Piranha Bytes in zwei Teams aufgesplittet. Das erste Team kümmerte sich darum, ein Spiel über Shooter herzustellen und das zweite Team kümmerte sich darum, das Gothic Sequel herzustellen. Nach 5-monatiger Einarbeit in die beiden Projekte hatte sich dann das Team beschlossen, beide Projekte abzubrechen. Das Team hatte sich wieder in eins hergestellt und das Team hatte dann die Ressourcen von Gothic Sequel genommen und hatten dann das Spiel Gothic 2 im Fokus. Jetzt wisst ihr auch schon, warum dieses Gothic Sequel ein abgebrochenes Projekt ist, aber jetzt reden wir mal selber über das Spiel von Gothic Sequel. Drittens, Gothic Sequel. Unmittelbar nach dem Ende von Gothic 1 und nach der Verbannung des Schläfers ist der Tempel eingestürzt und der Held hatte es nicht herausgeschafft. Xardas hatte es nach 6 Monaten dann geschafft, den namenlosen Helden aus dem Tempel des Schläfers zu befreien. Direkt informierte Xardas ihn, dass sich die Situation im Tal tatsächlich verschlechtert hatte, seitdem die Barriere gefallen ist. Die Verbannung des Schläfers führte dazu, dass die Barriere zwischen den Dimensionen geschwächt wurde und so begannen alle möglichen dämonischen Kreaturen die ehemalige Kolonie zu überfluten. Der Held teleportiert sich aus Xardas Turm und findet sich außerhalb des alten Lagers vor der Kriegerin Thora wieder, die ihn ins Lager eskortiert, das durch den magischen Sturm zerstört wurde, der durch den Fall der Barriere verursacht wurde. Diego übernahm das alte Lager und versammelte alle überlebenden Sträflinge. Er erzählte den Helden von Orks, die das Tal umgebten, und dass König Roba II. Angekommen ist und sich in der Bergbefestung niedergelassen hat. Diego erzählte den Helden auch, bevor er zu König Roba rüberläuft, müsse er sich erstmal wieder in seine alte Form anpassen. Er hätte nämlich sehr viel an Stärke verloren und ist mager geworden. In der Zeit versucht sich der Held im Lager wieder nützlich zu machen, damit er sich wieder in seine alte Stärke ranformen kann. Beim Erreichen seiner Form ging der Held wieder zu Diego und Diego sagte zum Held, er solle zum König Roba gehen. Dennoch komme er nicht rein, weil diese Bergbefestung völlig überwacht ist. Aber Diego weiß, dass Thora eine Spionin von König Roba ist und deswegen soll er die Thora mitnehmen. Der Held und Thora machen sich dann auf den Weg zu König Roba II. Und beim Ankommen vor den Toren machen die Wachen schon Probleme. Zum Glück ist Thora dabei, wegen ihr bin ich nämlich durchgekommen. Ich ging dann weiter bis zu König Roba und wer ist vor meinen Füßen getreten? Milton. Mit denjenigen rede ich ein paar Worte und dann war es schon. Bis zu diesem Punkt wurde dann nicht mehr weiter programmiert. In diesem Punkt erreicht man Work in Progress. Wie die Geschichte dann weitergeht, habe ich verlinkt auf der Seite gothic.fandom.com. Aber wenn ihr zu faul seid zum Lesen und ein richtig geiles Video sehen wollt, dann geht da drunter auf den Link von dem Kanal Gothic Sequel Entertainment. Die haben ein richtig geiles Video gemacht über die ganze Story von Gothic Sequel. Viertens, das Fazit.
Nun ja, was können wir dann daraus für ein Fazit ziehen? Das allererste, was ich erkennen kann, ist, der Intro von Gothic Sequel ist 1:1 der gleiche, was dann in Gothic 2 übernommen wurde. Dazu kann man sagen, dass der Held vom Xardas befreit wird vom Schläfertempel, ähnelt auch sehr Gothic 2, nur dass man in Gothic Sequel im bestehenden Turm im Minental von Gothic 1 gespawnt wird. Dazu ist bei Gothic Sequel die Story sehr ähnlich wie bei Gothic 2. Statt dass der Schläfer mit seinen Schrei Drachen und höllenmäßige Monster ins Land gerufen hatte, ist es eine ganz andere, aber eine ähnliche Geschichte, nämlich durch das Zerstören der Barriere ist das Gefüge so durcheinander gekommen, dass sich Portale zu der Dämonenwelt gebildet hatte. Durch diese Dämonenwelt können Dämonen, aber auch Monster wie zum Beispiel Scavenger zu Scavenger-Dämonen verwandelt werden oder Snapper zu Snapper-Dämonen. Was wir auch noch für ein Fazit erzählen kann, ist, dass einfach König Robert II. Beim Minental ist. Wie kommt das denn? Naja, früher ist man davon ausgegangen, dass der Minental Khorinis ein Bestandteil vom Festland sei. Das ganze Land hatte das Krieg gegen den Orks verloren, wegen dem Mangel von magischem Erz, und statt dass König Robert mit seinen Soldaten mitgekämpft hatte, hatte er sich befohlen, in das Minental aufzubrechen. Warum? Das erfährt man dann in der Story bzw. dann im Spiel. 5. Was ist neu? Was beispielsweise komplett neu ist, sind die Gilden. Es gäbe jetzt beispielsweise die Dämonenjäger, was dann in Gothic 2 zu Drachenjäger umgenannt wurde. Auch die Rüstungen sind recht ähnlich. Was auch neu ist, sind die Paladine. Klar, die kennt man auch aus Gothic 2 und Gothic 3, aber die Paladine von Gothic Sequel sind ein bisschen anders und die Rüstungen sehen auch verdammt anders aus als von den Gothic 2. Auch die Miliz. Die Miliz ist beispielsweise auch eine neue Gilde, was auch in Gothic 2 und Gothic 3 gibt, aber die Miliz ist dann sozusagen die Miliz mit den Gardistenrüstungen. Weil eins darf man nicht vergessen, bei Gothic 1, bevor das alles passiert ist, das waren auch alles Milizsoldaten mit den Gardistenrüstungen und alles. Also Gardistenrüstung ist nicht gleich, dass man Bandit ist, sondern Gardistenrüstung war früher die Milizrüstung der Soldaten. Dann kommt die Gilde Heiler, das ist mal eine Gilde, was wir noch nie gehört haben. Die sind im alten Lager und die behandeln kranke Menschen. Dann gibt es die Gilde Arbeiter, das sind dann im alten Lager die Flüchtlinge und die wollen nach der Zerstörung des gesamten Lagers das Lager wieder aufbauen und auch von Ork-Angriffen oder von Angriffen von Monstern diese Palisaden verstärken und versuchen mit allen möglichen Mitteln dieses Lager zu schützen. Dann gibt es die Diebesgilde, wie in Gothic 2. Die sind wegen verschiedener Diebstähle und Verbrechen sehr unbeliebt. Dann gibt es die Gilde Bettler, das sind arme Bewohner des alten Lagers und die betteln dich um eine Münze. Die Gilde Kranke Menschen. Die kranken Menschen, die an einer unbekannten Krankheit leiden, sind von den Schläfer verursacht worden und die haben einen eigenen Viertel, die auch vor den Heilern geführt wird. Die Heiler kümmern sich darum, dass sie überleben und dass sie nicht zu Zombies verwandeln. Nämlich diese Krankheit ist wie eine schwarze Pest. Die sind noch Menschen, aber die werden so langsam wahnsinnig und sind auch von der Hautfarbe sehr grün und schlecht verfault. Und wenn man nicht aufpasst, verwandeln sie sich direkt zu Zombies. Jetzt kommen wir zu den neuen Monstern. Monster wie zum Beispiel dämonischer Aasfresser. Dieser dämonische Aasfresser ist in Gothic 2 der Grasland-Scavenger beispielsweise. Der dämonische Troll ist in Gothic 2 der schwarze Troll. Der dämonische Snapper ist in Gothic 2 der Drachensnapper. Der untote Wolf gibt es nicht in Gothic 2. Weil seine Aura auch sehr nach Dämon schert und in Gothic 2 hat man dann eher sich für schwarze Wölfe oder so entschieden. Dämonische Eidechse
Das sind dann Varane, die dann auch eine dämonische Aura haben, wie bei den Wölfen, und die wurden auch nicht in Gothic 2 verwendet. Untoter Goblin. Goblin-Skelette. Die kennt man auch von Gothic 2. Und dann kommen auch noch die untoten Schattenläufer. Die kennt man auch in Gothic 2. Von Jakenda. Im Vergleich von Gothic 1 gibt es viele neue Fähigkeiten zu erlernen. Schmieden, Erstellen von Pfeil und Bogen, Alchemie, Runen erstellen, Stabkampf und Kochen. Davon wurden die meisten Sachen in Gothic 2 verwendet, außer Erstellen von Pfeil und Bogen und Stabkampf. 6. Fakten und Meinung. Sequel wurde im Mai 2001 begonnen, wurde dann im Oktober 2001 abgebrochen und erst 16 Jahre später, also März 2017, wurde dieses Gothic Sequel geleakt. Also es ist echt krass, wie lange man es einfach nicht gewusst hat. Und jetzt, seit 5 Jahren, ist es bekannt, dass es ein Gothic Sequel gibt. Ich selber habe es zum Beispiel vor einem Monat nicht gewusst, dass es ein Gothic Sequel existiert. Ich bin Speedrunner. Ich habe in speedrun.com bei der Kategorie Gothic gesehen, dass es ein Gothic Sequel gibt. Ich dachte mir, hä, ist es eine Mod? Was ist das für ein Spiel? Ich bin draufgegangen und da habe ich gesehen, das sieht mir irgendwie neu aus, aber das sieht mir auch nicht wie eine Mod aus. Und dann habe ich verschiedene Videos auf YouTube geguckt und alles, habe es dann selber let's played, habe schon sehr viele Speedruns dazu gemacht und ich bin immer noch fasziniert, was es daraus mal hätte machen können. Von einer Seite bin ich irgendwie traurig, dass es so nicht war, von der anderen Seite irgendwie bin ich aber froh, weil Gothic 2 ist einer meiner Lieblingsspiele. Wegen der Gothic 2 CD-ROM, die ich besaß, kenne ich überhaupt das Spiel Gothic und deswegen bin ich gottesfroh, dass nicht deswegen Gothic Sequel gemacht wurde. Aber wie gesagt, jetzt aktuell würde ich so gern dieses Gothic Sequel sehen und feiern. Und wenn ihr euch fragt, ob es aktuell weitergeführt wird, ja, es gibt ein Team und dieses Team heißt Gothic Sequel Entertainment. Ich werde in der Bio deren Facebook-Seite verlinken, damit ihr alle Neuigkeiten, alles was ihr wissen müsst, dort erfahren wird. Und ja, auf jeden Fall, ich hoffe es hat euch gefallen, ich hoffe es hat euch auch geholfen. Im nächsten Video werde ich euch eventuell dann zeigen, wie ihr dieses Gothic Sequel runterladen könnt, installieren könnt und auch spielen könnt. Auch auf Englisch und auch auf der polnischen Sprache. Ich habe auch vielleicht vor, ein Projekt zu machen, ein kompletter Film von Anfang bis Work in Progress zu machen mit TTS. Dieses Spiel hat leider keine Sprachfiles und deswegen möchte ich diesen Film einfach machen, damit man nochmal ein Gefühl bekommt, wie es mit Sprachfiles wäre. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr noch mehr so von dem sehen wollt, was ich hier gezeigt habe. Und ja, abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Aktiviert auch die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder auf Crazy Dog Gaming. Ciao!